Stell dir vor, du sitzt im Zug. Es ist der 1. September. Draußen zieht die Landschaft an deinem Fenster vorbei und du bist unterwegs nach Berlin. Nicht für einen kurzen Wochenendtrip, nein. Du fährst nach Berlin, um dort für die nächsten 3 Monate zu leben. Was hast du eigentlich eingepackt? Was nimmst du mit für so eine überschaubare Zeit? Kennst du überhaupt schon Leute dort? Hast du schon eine Wohnung oder ein Zimmer gefunden? Ganz viele Fragen, oder? 3 Monate sind lange genug, dass man richtig dort wohnt, aber zu kurz, um seinen ganzen Haushalt mitzunehmen. Ich kann mich noch genau an den Abend vor der Fahrt erinnern. Mein großer Koffer und eine Reisetasche lagen auf dem Boden. Mehr wollte ich nicht mitnehmen. Ich musste das Ganze ja schließlich auch noch alleine durch den Bahnhof tragen. Aber was packt man für 3 Monate ein? Natürlich Kleidung für die kommenden Wochen, ein paar T-Shirts für die letzten warmen Septembertage, aber auch schon den dicken Pullover für den Berliner Herbst. Und ein paar Kleinigkeiten, damit man sich in der neuen Wohnung sofort zu Hause fühlt. Bei mir waren das mein eigenes Kopfkissen und meine Lieblingskaffeetasse. Die Fahrt mit der Bahn war eigentlich ganz entspannt. Ich saß am Fenster, hatte meine Kopfhörer auf und habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie mein Alltag in Berlin wohl aussehen wird. Eine Mischung aus Vorfreude und ein ganz kleines bisschen Nervosität. Schließlich kannte ich am Zielort noch absolut niemanden. Ich bin nämlich vor ein paar Jahren während der Corona-Pandemie für 3 Monate nach Berlin gezogen. Genau, mitten in der Pandemie. Viele haben mich damals gefragt, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Jetzt in dieser Zeit ziehst du um? Und ja, es war vielleicht nicht der einfachste Moment, aber ich wollte das unbedingt machen. Der Grund war ein Sprechtraining. Ich habe damals einen Kurs gemacht, ein Sprechtraining, um meine Stimme besser zu benutzen, um deutlicher zu sprechen. Ich hatte schon lange das Gefühl, dass ich da noch etwas für mich tun möchte, dass ich meine Stimme, meinen Ausdruck noch mehr trainieren will. Und dieser Kurs, er fand eben in Berlin statt. Und jetzt erzähle ich dir mal, wie das eigentlich alles abgelaufen ist. Schritt für Schritt. Denn ich glaube, das kann für dich interessant sein, vor allem, wenn du auch mal darüber nachdenkst, für eine Weile ins Ausland zu gehen. Vielleicht sogar nach Deutschland, nach Österreich oder in die Schweiz. Also, zuerst mal die große Frage, wo wohnst du? Das ist ja meistens die erste Frage, die man sich stellt, oder? Wo schlafe ich in den nächsten 3 Monaten? Man kann natürlich nicht einfach 3 Monate im Hotel bleiben. Das wäre finanziell ein bisschen verrückt. Also musste ich eine Wohnung für kurze Zeit finden. Und das ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Vor allem nicht in Berlin. Berlin ist eine Stadt, in der es nicht gerade leicht ist, eine Wohnung zu finden. Das weißt du vielleicht schon. Der Wohnungsmarkt dort ist, sagen wir mal, hart umkämpft. Manche Leute schreiben 20, 30 Wohnungsanzeigen an und bekommen nicht mal eine Antwort. Wirklich hart. Ich habe also angefangen zu suchen. Wo suchst du normalerweise, wenn du eine Wohnung brauchst? Vielleicht auf irgendwelchen großen Immobilienseiten? Das habe ich auch gemacht, aber ich habe auch woanders geschaut. Ich habe zum Beispiel auf Facebook geschaut. Ja, genau, Facebook. Es gibt dort ganz viele Gruppen, in denen Leute Zimmer oder Wohnungen zur Untermiete anbieten. Untermiete, das ist übrigens ein wichtiges Wort für dich, falls du das noch nicht kennst. Das bedeutet, du mietest eine Wohnung nicht direkt vom Besitzer, sondern von jemandem, der die Wohnung selbst gemietet hat und sie für eine gewisse Zeit weitervermietet. Also, ich habe in diesen Facebook-Gruppen geschaut und ich habe auch auf ein paar anderen Webseiten geschaut, so speziellen Portalen für Zwischenmiete und Untermiete. Und da hatte ich wirklich Glück. Ich habe relativ schnell etwas gefunden. Und zwar eine Wohnung von einer deutschen Psychologiestudentin. Sie war gerade dabei, mit ihrem Freund zusammenzuziehen und ihre eigene Wohnung, die eigentlich die Wohnung ihrer Familie war, die stand für ein paar Monate leer. Also hat sie gesagt, okay, ich vermiete das mal für 3 Monate unter, bis ich weiß, was ich langfristig damit mache. Das hat perfekt gepasst, oder? Genau 3 Monate, genau das, was ich brauchte.
Wir haben uns dann getroffen, naja, natürlich mit Abstand, mit Maske, wie das damals eben war. Das Treffen war ehrlich gesagt ein bisschen witzig, aber auch typisch für diese Zeit. Wir standen vor der Haustür, beide mit einer FFP2-Maske im Gesicht und haben versucht, uns über die Masken hinweg freundlich anzulächeln, was man natürlich nur an den Augen sehen konnte. Sie war wirklich super nett. Sie hat mir zuerst die Schlüssel übergeben und dann sind wir zusammen hoch in den 2. Stock gegangen. Die Treppe aus Holz hat bei jedem Schritt ein leichtes Knacken gemacht. Ein richtig altes Berliner Mietshaus eben. In der Wohnung hat sie mir dann alles gezeigt und erklärt, wo die Handtücher liegen, wie das WLAN-Passwort lautet und wie man die alte Heizung im Bad richtig einstellt. Sie hat mir sogar eine kleine Liste aufgeschrieben mit ihren Lieblingsorten in der Nachbarschaft, wo es den besten Kaffee gibt, welcher Supermarkt um die Ecke am günstigsten ist und wo man am Abend gut spazieren gehen kann. Diese kleinen Tipps von einer Einheimischen waren am Anfang wirklich Gold wert. Wir haben dann noch den Vertrag gemacht, einen ganz normalen Untermietvertrag. Das ist übrigens wichtig, wenn du sowas machst. Mach immer einen Vertrag, auch wenn es nur für ein paar Wochen ist. Sonst kann das später Probleme geben, falls irgendetwas nicht so läuft wie geplant. Wir haben beide unterschrieben. Sie hat mir alles Gute für meinen Kurs gewünscht und dann hat sie die Tür hinter sich zugemacht. Da stand ich nun, mitten in dieser fremden Wohnung. Um mich herum stehen Kisten von jemand anderem, fremde Bücher im Regal und trotzdem war es für die nächsten 3 Monate mein Zuhause. Die Wohnung war klein, aber gemütlich. Ich erinnere mich noch genau, ein kleines Zimmer, eine kleine Küche und ein Fenster, das auf einen Innenhof geschaut hat. Kennst du das, diese typischen Berliner Innenhöfe? Ganz viele alte Gebäude in Berlin haben diese Innenhöfe, manchmal sogar mehrere hintereinander. Man geht durch ein Tor, dann durch noch ein Tor und dann ist man plötzlich in einer ganz ruhigen, kleinen Welt, mitten in der lauten Stadt. Das fand ich immer sehr speziell. So, jetzt hatte ich also eine Wohnung. Das war schon mal die halbe Miete sozusagen. Kennst du diesen Ausdruck? Das ist die halbe Miete. Das bedeutet, da ist schon die Hälfte der Arbeit erledigt oder ein großer Teil des Problems ist schon gelöst. Nichts mit wirklich bezahlen, sondern einfach ein Sprichwort. Und dann kam der nächste Schritt, der Kurs selbst. Wir waren insgesamt 8 Leute in diesem Sprechtraining. 8 Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Da war zum Beispiel eine Frau, die als Synchronsprecherin arbeiten wollte. Also, sie wollte Filme und Serien synchronisieren. Also die deutschen Stimmen für ausländische Schauspieler sprechen. Ein Mann, der Schauspieler war und seine Stimme für die Bühne verbessern wollte, damit er auch in einem großen Theater ganz hinten in der letzten Reihe noch gut zu hören ist, ohne zu schreien. Und dann noch ein paar Leute, die einfach, so wie ich, ihre Stimme im Alltag besser einsetzen wollten. Vielleicht für Präsentationen, für Videos, für was auch immer. Unser Lehrer, muss ich sagen, war wirklich super. Er hatte diese Ruhe, diese Geduld, aber gleichzeitig auch eine gewisse Strenge. Er hat uns wirklich gefordert. Wir mussten jeden Tag üben, Atemübungen machen, Texte laut vorlesen, unsere eigene Stimme aufnehmen und uns danach anhören. Und weißt du was? Genau wie beim Sprachenlernen war das am Anfang total ungewohnt. Sich selbst zu hören, seine eigene Stimme auf einer Aufnahme, das fühlt sich am Anfang immer komisch an. Fast wie eine fremde Stimme. Aber nach ein paar Wochen wurde das ganz natürlich. Man gewöhnt sich daran. Man lernt seine eigene Stimme wirklich kennen, mit allen kleinen Eigenheiten. Und ich glaube, das war eine wichtige Lektion für mich. Nicht nur für meine Stimme, sondern generell im Leben. Ein Übungsablauf, den ich dir kurz beschreiben will, weil ich den wirklich mochte. Wir haben uns morgens immer im Kreis aufgestellt, in diesem kleinen Studio, mit Teppichboden und ein paar großen Fenstern. Und dann ging es erstmal ganz ruhig los mit dem Atem. Einatmen, ausatmen, ganz bewusst den Bauch spüren, nicht die Schultern. Danach kamen so Lockerungsübungen, den Kiefer lockern, die Zunge, die Lippen.
Manchmal haben wir auch total alberne Übungen gemacht, wie zum Beispiel Zungenbrecher, ganz schnell hintereinander gesprochen. Kennst du Zungenbrecher? Also so Sätze wie Fischers Fritz fischt frische Fische. Versuch das mal schnell zu sagen, 3-mal hintereinander. Nicht so einfach, oder? Und genau das war Teil vom Training. Diese kleinen Wortspiele, die die Zunge und die Aussprache trainieren. So, aber genug von der Theorie. Lass mich dir mal ein bisschen vom Alltag in Berlin erzählen. Denn das war ja auch ein großer Teil dieser 3 Monate. Nicht nur der Kurs, sondern das ganze Leben drumherum. Die Kurstage waren meistens vormittags und danach hatte ich oft den ganzen Nachmittag frei. Was macht man dann? Na klar, man geht in Cafés. Berlin hat ja wirklich unglaublich viele Cafés. An jeder Ecke eins. Und jedes irgendwie ein bisschen anders. Ein bisschen alternativ, ein bisschen speziell. Ich erinnere mich an ein Café ganz in der Nähe meiner Wohnung. Mit total gemütlichen alten Sofas und einer Kaffeemaschine, die wahrscheinlich schon 30 Jahre alt war. Aber der Kaffee war trotzdem gut. Und natürlich, das war ja mitten in Corona, also musste man beim Reingehen eine Maske tragen. Kennst du das noch, dieses Gefühl? Man kommt in ein Café, zieht die Maske an, geht zur Theke, bestellt und sobald man am Tisch sitzt, darf man sie wieder abnehmen. Ein bisschen absurd, wenn man heute darüber nachdenkt, oder? Aber damals war das eben ganz normal. Das war unser Alltag. Ich habe an diesem Tisch mit meiner Maske in der Tasche und meinem Kaffee vor mir oft einfach nur die Leute beobachtet. Berlin ist so eine Stadt, in der man wirklich alles sieht. Menschen mit bunten Haaren, Menschen im Anzug, Menschen mit Fahrrädern, die aussehen, als wären sie 100 Jahre alt, aber irgendwie funktionieren sie trotzdem noch. Und was ich an Berlin auch geliebt habe, diese Mischung aus alt und neu. Auf der einen Straßenseite ein Gebäude aus dem letzten Jahrhundert, mit Einschusslöchern aus dem Krieg noch sichtbar in der Fassade. Und direkt gegenüber ein total modernes Bürogebäude aus Glas. Frag dich das mal selbst. Was denkst du, wenn du an Berlin denkst? Denkst du an Geschichte, an Partys, an Kunst, an Street Art? Ich glaube, Berlin ist für viele Leute etwas ganz Unterschiedliches. Und genau das macht diese Stadt so besonders. An den Wochenenden, da war natürlich wegen Corona nicht so viel los wie normalerweise. Keine großen Clubs, die geöffnet waren, kein wildes Berliner Nachtleben, wie man das sonst kennt. Aber trotzdem haben wir uns getroffen, die Leute aus dem Kurs und ich. Wir sind zusammen spazieren gegangen, oft am Kanal entlang oder im Park, mit Abstand natürlich, mit einem Kaffee to go in der Hand. Übrigens war auch meine Wohnung in der Nähe vom Kanal und ich bin manchmal joggen gegangen. Das Joggen war für mich wie eine kleine Therapie, besonders während der Corona-Zeit. Fast jeden Morgen oder am späten Nachmittag habe ich meine Sportschuhe angezogen und bin losgelaufen. Die Strecke am Wasser entlang war einfach wunderschön. Überall standen alte Bäume und das Wasser im Kanal war oft ganz ruhig. Obwohl nicht viele Orte geöffnet waren, war am Kanal immer etwas los. Viele andere Menschen sind dort auch gelaufen, sind Fahrrad gefahren oder haben einfach ihre Hunde ausgeführt. Und weißt du, was interessant war? Ich habe in diesen 3 Monaten wirklich gelernt, wie man ein neues Leben aufbaut. Ganz von Null. Ich kannte am Anfang niemanden in Berlin. Niemanden. Und am Ende hatte ich neue Freunde gefunden. Mit einer Frau habe ich heute noch Kontakt. Wie macht man das eigentlich, fragst du dich vielleicht. Wie findet man Freunde in einer neuen Stadt, in einem neuen Land? Ich glaube, der Kurs hat mir da sehr geholfen, weil man da automatisch mit Leuten zusammen war, jeden Tag, mehrere Stunden. Das schweißt zusammen, wie man so schön sagt. Aber auch außerhalb vom Kurs habe ich versucht, offen zu sein. Ich bin zum Beispiel oft alleine in Cafés gegangen und habe einfach mit den Leuten am Nebentisch gesprochen. Manchmal hat das funktioniert, manchmal auch nicht. Aber man muss es einfach versuchen, oder? Falls du schon mal umgezogen bist in ein neues Land, wie hast du damals Freunde gefunden? Über die Arbeit, über einen Kurs, so wie ich, über eine App oder vielleicht ganz klassisch über die Nachbarn?
Ich bin echt gespannt, wie das bei anderen Leuten funktioniert hat. Kennst du das Gefühl, wenn du in einer neuen Stadt bist und dich noch nicht so sicher fühlst? Am Anfang war das bei mir auch so. Ich wusste nicht, wo ich einkaufen soll, welcher Supermarkt gut ist, wie das mit dem Mülltrennen genau funktioniert. Aber nach ein paar Wochen, da fühlt man sich schon viel sicherer. Man kennt seinen Weg zur Bäckerei, man weiß, welche U-Bahn-Linie man nehmen muss, man kennt seinen Lieblingsplatz im Park. Und genau das ist, glaube ich, dieses Gefühl von, ich lebe hier jetzt wirklich. Nicht mehr Tourist, sondern Bewohnerin, zumindest für eine Weile. Übrigens, apropos U-Bahn, ich muss dir noch eine kleine Geschichte erzählen. Einmal saß ich ganz entspannt in der U-Bahn auf dem Weg zum Kurs. Plötzlich habe ich auf mein Handy geschaut und Panik bekommen. Mein Termin beim Bürgeramt war genau in 20 Minuten. Ich hatte den Termin für meine Anmeldung komplett vergessen. Das muss man in Deutschland ja machen, wenn man an einen neuen Ort zieht. Ich bin also an der nächsten U-Bahn-Station wie eine Verrückte ausgestiegen und schnell zum Amt gerannt. Dort habe ich mir eine Nummer gezogen, mich hinzusetzen versucht und lange gewartet, obwohl ich dachte, ich bin viel zu spät. Als meine Nummer endlich auf dem Bildschirm stand, bin ich erleichtert zum Schalter gegangen und habe meine Papiere abgegeben. Der Beamte hat meinen Namen im System gesucht, kurz auf seinen Monitor geschaut und meinte, es tut mir leid, aber Ihr Termin war gestern. Heute kann ich darüber lachen, aber damals war ich total fertig. Ich musste danach 2 Wochen auf einen neuen Termin warten. Diese kleinen Pannen gehören wahrscheinlich einfach dazu, wenn man in ein neues Land oder in eine neue Stadt zieht. Manchmal läuft alles perfekt. Manchmal macht man Fehler. Aber genau dadurch lernt man auch am meisten. Als die 3 Monate langsam zu Ende gingen, hatte ich plötzlich das Gefühl, dass Berlin gar nicht mehr fremd war. Ich wusste, wo ich meinen Lieblingskaffee bekomme. Ich kannte den Weg zum Kurs auswendig. Ich hatte meine Lieblingsstrecke zum Joggen und sogar meine Stammbäckerei. Das ist eigentlich verrückt, oder? Am Anfang fühlt sich alles neu an. Man versteht die Regeln noch nicht, kennt niemanden und fragt sich ständig, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber Schritt für Schritt wird aus einer fremden Stadt ein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Ich glaube, genau das ist das Schöne am Umziehen. Natürlich kostet es Überwindung. Man muss eine Wohnung finden, Verträge unterschreiben, vielleicht ein Bankkonto eröffnen, sich anmelden, eine Krankenversicherung verstehen oder einen neuen Arbeitsplatz bzw. einen Sprachkurs finden. Das kann am Anfang ziemlich stressig sein. Aber gleichzeitig eröffnet es auch ganz neue Möglichkeiten. Und weißt du, was ich aus dieser Zeit am meisten mitgenommen habe? Nicht nur das Sprechtraining. Natürlich habe ich dort sehr viel über meine Stimme gelernt. Aber ich habe auch gelernt, dass ich mich auf neue Situationen einlassen kann. Dass ich auch alleine in einer neuen Stadt zurechtkomme. Vielleicht lernst du gerade Deutsch, weil du irgendwann in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben möchtest. Vielleicht arbeitest du bereits in einem deutschsprachigen Unternehmen. Oder vielleicht planst du ein Auslandssemester, eine Ausbildung oder sogar einen kompletten Neuanfang. Falls das dein Traum ist, dann möchte ich dir etwas mitgeben. Warte nicht darauf, dass du dich zu 100% bereit fühlst. Dieses Gefühl kommt oft gar nicht. Man wächst erst mit den neuen Erfahrungen. Natürlich sollte man sich gut vorbereiten. Informiere dich über die Wohnungssuche, die Anmeldung beim Amt, den öffentlichen Nahverkehr und die Lebenshaltungskosten. Aber irgendwann kommt der Moment, an dem man einfach losfahren muss. Und genau deshalb lernt man eine Sprache auch am besten, wenn man sie wirklich benutzt. Im Supermarkt, im Café, beim Arzt, mit den Nachbarn oder mit neuen Freunden. Jede Unterhaltung macht dich ein kleines Stück sicherer. Jetzt bin ich neugierig auf deine Geschichte. Bist du schon einmal in eine andere Stadt oder sogar in ein anderes Land gezogen? Vielleicht nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz? Oder lebst du dort sogar gerade? Wie war dein erster Tag? Hast du sofort Freunde gefunden oder hat das etwas gedauert? Was war für dich am schwierigsten?
Die Sprache, die Bürokratie, die Wohnungssuche oder vielleicht etwas ganz anderes? Und wenn du noch nicht umgezogen bist, würdest du es gerne einmal machen? In welcher Stadt könntest du dir vorstellen zu leben? Berlin, München, Wien, Zürich oder vielleicht in einer kleineren Stadt? Es ist immer spannend zu sehen, wie unterschiedlich eure Geschichten sind. Vielleicht kannst du sogar versuchen, deinen Kommentar komplett auf Deutsch zu schreiben. Es muss nicht perfekt sein. Fehler gehören zum Lernen dazu. Vielen Dank, dass du mich auf dieser kleinen Reise nach Berlin begleitet hast. Obwohl diese 3 Monate schon einige Jahre zurückliegen, erinnere ich mich immer noch an viele kleine Momente. An die ruhigen Innenhöfe, an die Spaziergänge am Kanal, an den Sprechkurs, an die netten Menschen und sogar an meinen verpassten Termin beim Bürgeramt. Diese Zeit hat mir gezeigt, dass sich ein Neuanfang manchmal mehr lohnt, als man am Anfang denkt. So, kommen wir jetzt zu Teil 2. Ich dachte, wir probieren heute einmal etwas Neues aus. Wir nehmen uns einige Sätze aus der Geschichte vor, schauen uns wichtige Wörter und Redewendungen direkt im Kontext an und wiederholen sie gemeinsam. Mach zwischendurch gerne Pausen und sprich laut mit. Stell dir vor, du sitzt im Zug. Stell dir etwas vor. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass du etwas in deiner Fantasie siehst. Zum Beispiel, ich stelle mir vor, ich lebe in Berlin. Ich stelle mir vor, ich spreche fließend Deutsch. Du stellst dir vor, nach Deutschland zu ziehen. Sich vorstellen ist ein reflexives Verb. Und jetzt noch einmal. Stell dir vor, du sitzt im Zug. Draußen zieht die Landschaft an deinem Fenster vorbei. Vorbeiziehen. Was bedeutet das? Etwas bewegt sich langsam an dir vorbei. Zum Beispiel, die Bäume ziehen vorbei, die Häuser ziehen vorbei, die Wolken ziehen vorbei. Und jetzt noch einmal. Draußen zieht die Landschaft an deinem Fenster vorbei. Du bist unterwegs nach Berlin. Unterwegs sein, das bedeutet, du bist gerade auf dem Weg. Zum Beispiel, ich bin unterwegs zur Arbeit. Ich bin unterwegs nach Hause. Wir sind unterwegs zum Bahnhof. Und jetzt noch einmal, du bist unterwegs nach Berlin. 3 Monate sind lange genug, dass man richtig dort wohnt. Lange genug. Was bedeutet lange genug? Es bedeutet, die Zeit reicht aus. Zum Beispiel, 2 Wochen sind nicht lange genug. Ein Jahr ist lange genug, um eine Sprache besser zu lernen. 3 Monate sind lange genug, um eine neue Stadt kennenzulernen. Und jetzt noch einmal. 3 Monate sind lange genug, dass man richtig dort wohnt. Aber zu kurz, um seinen ganzen Haushalt mitzunehmen. Den ganzen Haushalt mitnehmen. Was bedeutet Haushalt? Ein Haushalt umfasst alle Dinge, die man zum Wohnen braucht. Zum Beispiel, für 3 Monate nehme ich nicht meinen ganzen Haushalt mit. Sie zieht um und nimmt ihren ganzen Haushalt mit. Für einen kurzen Aufenthalt reicht ein Koffer. Und jetzt noch einmal. Aber zu kurz, um seinen ganzen Haushalt mitzunehmen. Ich kann mich noch genau an den Abend vor der Fahrt erinnern. Sich an etwas erinnern. Was bedeutet das? Du denkst an etwas aus der Vergangenheit. Zum Beispiel, ich erinnere mich an meinen ersten Schultag. Kannst du dich an deinen ersten Deutschkurs erinnern? Ich erinnere mich noch genau daran. Sich erinnern ist ein reflexives Verb. Und jetzt noch einmal. Ich kann mich noch genau an den Abend vor der Fahrt erinnern. Damit man sich in der neuen Wohnung sofort zu Hause fühlt. Sich zu Hause fühlen. Was bedeutet das? Du fühlst dich wohl an einem Ort. Zum Beispiel, ich fühle mich hier sofort zu Hause. Nach ein paar Wochen habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Ich hoffe, dass du dich dort schnell zu Hause fühlst. Und jetzt noch einmal, damit man sich in der neuen Wohnung sofort zu Hause fühlt. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie mein Alltag in Berlin wohl aussehen wird. Sich etwas vorstellen. Was bedeutet das? Du siehst etwas in deiner Fantasie. Zum Beispiel,
Ich stelle mir vor, in Berlin zu leben. Kannst du dir das vorstellen? Ich stelle mir vor, fließend Deutsch zu sprechen. Sich vorstellen ist ein reflexives Verb. Und jetzt noch einmal. Ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie mein Alltag in Berlin wohl aussehen wird. Eine Mischung aus Vorfreude und ein ganz kleines bisschen Nervosität. Die Vorfreude. Was bedeutet Vorfreude? Du freust dich auf etwas, das bald passiert. Zum Beispiel, ich habe große Vorfreude auf den Urlaub. Vor einer Reise habe ich immer Vorfreude. Die Vorfreude war größer als die Nervosität. Und jetzt noch einmal. Eine Mischung aus Vorfreude und ein ganz kleines bisschen Nervosität. Schließlich kannte ich am Zielort noch absolut niemanden. Schließlich. Was bedeutet schließlich? Es bedeutet zum Beispiel immerhin oder letztendlich. Zum Beispiel, schließlich musste ich eine Entscheidung treffen. Ich war müde. Schließlich bin ich den ganzen Tag gelaufen. Schließlich kannte ich dort niemanden. Und jetzt noch einmal. Schließlich kannte ich am Zielort noch absolut niemanden. Mitten in der Pandemie. Mitten in. Was bedeutet mitten in? Es bedeutet genau während einer bestimmten Zeit oder genau an einem bestimmten Ort. Zum Beispiel, wir sind mitten im Winter. Sie steckt mitten in der Prüfungsvorbereitung. Wir sind mitten in der Stadt. Und jetzt noch einmal. Genau, mitten in der Pandemie. Ich wollte das unbedingt machen. Unbedingt. Was bedeutet unbedingt? Es bedeutet auf jeden Fall oder auf jeden Fall wollen. Zum Beispiel, ich möchte unbedingt nach Wien reisen. Du musst dir diesen Film unbedingt ansehen. Ich wollte das unbedingt ausprobieren. Und jetzt noch einmal, ich wollte das unbedingt machen. Um deutlicher zu sprechen. Deutlich sprechen. Was bedeutet das? Du sprichst so, dass andere dich gut verstehen können. Zum Beispiel, bitte sprich etwas deutlicher. Sie spricht sehr deutlich. Im Sprachkurs lernt man deutlicher zu sprechen. Und jetzt noch einmal, um deutlicher zu sprechen. Ich hatte schon lange das Gefühl haben. Was bedeutet das? Du glaubst oder spürst etwas. Zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass es heute regnet. Hast du auch das Gefühl, dass die Zeit schnell vergeht? Ich hatte schon lange das Gefühl, dass ich etwas verändern möchte. Und jetzt noch einmal. Ich hatte schon lange das Gefühl, wie das eigentlich alles abgelaufen ist. Ablaufen. Was bedeutet ablaufen? Es bedeutet, wie etwas passiert oder wie etwas organisiert war. Zum Beispiel, wie ist dein Vorstellungsgespräch abgelaufen? Alles ist gut abgelaufen. Kannst du erzählen, wie der Umzug abgelaufen ist? Ablaufen ist ein trennbares Verb. Und jetzt noch einmal. Und jetzt erzähle ich dir mal, wie das eigentlich alles abgelaufen ist. Wenn du auch mal darüber nachdenkst, über etwas nachdenken. Was bedeutet das? Du denkst länger über etwas nach. Zum Beispiel, ich denke über einen Umzug nach. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, im Ausland zu leben? Ich muss noch darüber nachdenken. Nachdenken ist ein trennbares Verb. Und jetzt noch einmal. Wenn du auch mal darüber nachdenkst, für eine Weile ins Ausland zu gehen. Für eine Weile. Was bedeutet das? Es bedeutet für eine gewisse Zeit. Zum Beispiel, ich möchte für eine Weile in Berlin leben. Sie arbeitet für eine Weile in der Schweiz. Wir bleiben nur für eine Weile. Und jetzt noch einmal, für eine Weile ins Ausland zu gehen. Das wäre finanziell ein bisschen verrückt. Finanziell. Was bedeutet finanziell?
Es hat mit Geld zu tun. Zum Beispiel, das ist finanziell schwierig. Finanziell lohnt sich das nicht. Wir müssen finanziell gut planen. Und jetzt noch einmal, das wäre finanziell ein bisschen verrückt. Der Wohnungsmarkt dort ist hart umkämpft. Hart umkämpft. Was bedeutet hart umkämpft? Es bedeutet, es gibt sehr viel Konkurrenz. Zum Beispiel, der Wohnungsmarkt in Berlin ist hart umkämpft. Der Arbeitsmarkt ist hart umkämpft. Studienplätze sind oft hart umkämpft. Und jetzt noch einmal, der Wohnungsmarkt dort ist hart umkämpft. Zimmer oder Wohnungen zur Untermiete anbieten. Die Untermiete. Was bedeutet Untermiete? Du mietest eine Wohnung nicht direkt vom Besitzer, sondern von einer Person, die selbst dort wohnt oder die Wohnung gemietet hat. Zum Beispiel, ich wohne zur Untermiete. Sie bietet ihr Zimmer zur Untermiete an. Ich habe eine Wohnung zur Untermiete gefunden. Und jetzt noch einmal, Zimmer oder Wohnungen zur Untermiete anbieten. Für eine gewisse Zeit weitervermietet. Weitervermieten. Was bedeutet weitervermieten? Du vermietest eine Wohnung an jemand anderen. Zum Beispiel, sie verreist für 3 Monate und vermietet ihre Wohnung weiter. Darf man die Wohnung einfach weitervermieten? Weitervermieten ist ein trennbares Verb. Und jetzt noch einmal, für eine gewisse Zeit weitervermietet, weil diese Person selbst gerade verreist ist. Verreisen. Was bedeutet verreisen? Du fährst für eine längere Zeit weg, meistens in den Urlaub. Zum Beispiel, meine Nachbarn sind gerade verreist. Wir verreisen im August. Sie ist für 2 Wochen verreist. Und jetzt noch einmal, weil diese Person selbst gerade verreist ist. Sie war gerade dabei, mit ihrem Freund zusammenzuziehen. Zusammenziehen. Was bedeutet zusammenziehen? 2 oder mehr Menschen ziehen in dieselbe Wohnung oder dasselbe Haus. Zum Beispiel, Sie ziehen nächstes Jahr zusammen. Wir möchten zusammenziehen. Wann seid ihr zusammengezogen? Zusammenziehen ist ein trennbares Verb. Und jetzt noch einmal. Sie war gerade dabei, mit ihrem Freund zusammenzuziehen. Das hat perfekt gepasst. Perfekt passen. Was bedeutet das? Etwas ist genau richtig. Zum Beispiel, der Termin hat perfekt gepasst. Die Wohnung hat perfekt zu mir gepasst. Das hat einfach perfekt gepasst. Und jetzt noch einmal. Das hat perfekt gepasst. Diese kleinen Tipps von einer Einheimischen waren am Anfang wirklich Gold wert. Gold wert sein. Was bedeutet Gold wert sein? Etwas ist besonders hilfreich oder sehr wertvoll. Zum Beispiel, seine Hilfe war Gold wert. Diese Tipps sind Gold wert. Ein guter Freund ist oft Gold wert. Und jetzt noch einmal. Diese kleinen Tipps von einer Einheimischen waren am Anfang wirklich Gold wert, falls irgendetwas nicht so läuft wie geplant. Was bedeutet das? Etwas entwickelt sich so, wie man es erwartet hat. Zum Beispiel, alles ist wie geplant gelaufen. Leider ist nicht alles wie geplant gelaufen. Die Reise ist genauso gelaufen, wie wir gehofft hatten. Und jetzt noch einmal. Falls irgendetwas nicht so läuft wie geplant. Da stand ich nun, mitten in dieser fremden Wohnung. Fremd. Was bedeutet fremd? Etwas oder jemand ist dir nicht bekannt. Zum Beispiel, am Anfang war mir alles fremd. Ich war in einer fremden Stadt. Am ersten Tag fühlt sich oft alles fremd an. Und jetzt noch einmal. Da stand ich nun, mitten in dieser fremden Wohnung. Und trotzdem war es für die nächsten 3 Monate mein Zuhause. Trotzdem. Was bedeutet trotzdem? Etwas passiert, obwohl es eigentlich einen Grund dagegen gibt. Zum Beispiel, es hat geregnet. Trotzdem sind wir spazieren gegangen. Ich war nervös.
Trotzdem habe ich den Kurs gemacht. Die Wohnung war fremd. Trotzdem wurde sie mein Zuhause. Und jetzt noch einmal. Und trotzdem war es für die nächsten 3 Monate mein Zuhause. Ein Fenster, das auf einen Innenhof geschaut hat. Der Innenhof. Was bedeutet Innenhof? Ein Innenhof ist ein Hof in der Mitte eines Gebäudes oder zwischen mehreren Gebäuden. Zum Beispiel, viele Berliner Häuser haben einen Innenhof. Die Wohnung schaut auf einen ruhigen Innenhof. Im Innenhof sitzen oft viele Menschen im Sommer. Und jetzt noch einmal. Ein Fenster, das auf einen Innenhof geschaut hat. Das war schon mal die halbe Miete. Die halbe Miete. Was bedeutet dieser Ausdruck? Es bedeutet, ein großer Teil ist schon geschafft. Zum Beispiel, du hast die Prüfung bestanden, das ist schon die halbe Miete. Wenn du eine Wohnung gefunden hast, ist das schon die halbe Miete. Der schwierigste Schritt ist geschafft. Das ist die halbe Miete. Und jetzt noch einmal, das war schon mal die halbe Miete. Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Der Bereich. Was bedeutet Bereich? Ein Bereich ist ein bestimmtes Arbeits- oder Interessengebiet. Zum Beispiel, sie arbeitet im medizinischen Bereich. Menschen aus verschiedenen Bereichen haben teilgenommen. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Bereichen. Und jetzt noch einmal, wir waren insgesamt 8 Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Er hat uns wirklich gefordert. Jemanden fordern. Was bedeutet das? Du gibst einer Person schwierige Aufgaben, damit sie besser wird. Zum Beispiel, der Kurs hat mich wirklich gefordert. Mein neuer Job fordert mich jeden Tag. Die Prüfung war anspruchsvoll, aber sie hat mich gefordert. Und jetzt noch einmal, er hat uns wirklich gefordert. Das war am Anfang total ungewohnt. Ungewohnt. Was bedeutet ungewohnt? Etwas ist neu und fühlt sich noch nicht normal an. Zum Beispiel, am Anfang war alles ungewohnt. Es ist ungewohnt, eine neue Sprache zu sprechen. Der erste Arbeitstag war etwas ungewohnt. Und jetzt noch einmal, das war am Anfang total ungewohnt. Man gewöhnt sich daran. Sich an etwas gewöhnen. Was bedeutet das? Etwas wird mit der Zeit normal. Zum Beispiel, ich habe mich schnell an das Leben in Berlin gewöhnt. Man gewöhnt sich an vieles. Keine Sorge, du gewöhnst dich daran. Sich gewöhnen ist ein reflexives Verb. Und jetzt noch einmal, man gewöhnt sich daran. Mit allen kleinen Eigenheiten. Die Eigenheit. Was bedeutet Eigenheit? Eine Eigenheit ist etwas Besonderes oder Typisches an einer Person. Zum Beispiel, jeder Mensch hat seine Eigenheiten. Das ist nur eine kleine Eigenheit von ihm. Mit der Zeit lernt man die Eigenheiten eines Menschen kennen. Und jetzt noch einmal, mit allen kleinen Eigenheiten. Das ganze Leben drumherum. Drumherum. Was bedeutet drumherum? Es bedeutet alles, was dazugehört. Zum Beispiel nicht nur die Arbeit, sondern auch alles drumherum war interessant. Zum Umzug gehört viel drumherum. Ich mag nicht nur den Kurs, sondern auch alles drumherum. Und jetzt noch einmal, das ganze Leben drumherum. An jeder Ecke. An jeder Ecke. Was bedeutet dieser Ausdruck? Es bedeutet überall. Zum Beispiel, in Berlin gibt es Cafés an jeder Ecke. Hier findet man Bäckereien an jeder Ecke. Im Sommer sieht man Fahrräder an jeder Ecke. Und jetzt noch einmal. Berlin hat ja wirklich unglaublich viele Cafés. An jeder Ecke eins. Wenn man heute darüber nachdenkt. Über etwas nachdenken. Was bedeutet das? Du denkst länger über etwas nach. Zum Beispiel, ich denke über einen Umzug nach. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, in Deutschland zu leben?
Wenn ich heute darüber nachdenke, war es die richtige Entscheidung. Nachdenken ist ein trennbares Verb. Und jetzt noch einmal. Ein bisschen absurd, wenn man heute darüber nachdenkt. Eine Mischung aus alt und neu. Eine Mischung aus. Was bedeutet das? Etwas besteht aus verschiedenen Dingen. Zum Beispiel, Berlin ist eine Mischung aus Geschichte und Moderne. Das Essen ist eine Mischung aus süß und salzig. Der Kurs war eine Mischung aus Theorie und Praxis. Und jetzt noch einmal. Diese Mischung aus alt und neu. Nicht so viel los. Viel los sein. Was bedeutet das? Es bedeutet, es passiert viel oder viele Menschen sind dort. Zum Beispiel, am Wochenende ist in der Stadt viel los. Heute ist im Café nicht viel los. Im Sommer ist am Kanal immer viel los. Und jetzt noch einmal. An den Wochenenden war natürlich wegen Corona nicht so viel los wie normalerweise. Wie man ein neues Leben aufbaut, ganz von Null. Etwas von Null aufbauen. Was bedeutet das? Du beginnst ganz am Anfang. Zum Beispiel, sie hat ihr eigenes Unternehmen von Null aufgebaut. Ich musste mir in Berlin ein neues Leben von Null aufbauen. Nach dem Umzug fängt man oft wieder von Null an. Und jetzt noch einmal. Wie man ein neues Leben aufbaut. Ganz von Null. Das schweißt zusammen. Zusammenschweißen. Was bedeutet dieser Ausdruck? Er bedeutet, eine gemeinsame Erfahrung verbindet Menschen. Zum Beispiel, gemeinsame Reisen schweißen zusammen. Schwierige Situationen schweißen oft zusammen. Der Kurs hat uns zusammengeschweißt. Und jetzt noch einmal. Das schweißt zusammen. Außerhalb vom Kurs. Außerhalb von. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht in oder während etwas. Zum Beispiel, außerhalb der Arbeit treffe ich meine Freunde. Außerhalb der Stadt ist es ruhiger. Auch außerhalb vom Kurs haben wir uns getroffen. Und jetzt noch einmal. Aber auch außerhalb vom Kurs habe ich versucht, offen zu sein. Ich bin echt gespannt. Gespannt sein. Was bedeutet das? Du bist neugierig und möchtest wissen, was passiert oder was jemand sagt. Zum Beispiel, ich bin gespannt auf deine Antwort. Wir sind gespannt, wie das Projekt läuft. Ich bin gespannt, was du denkst. Und jetzt noch einmal. Ich bin echt gespannt, wie das bei anderen Leuten funktioniert hat. Ich wusste nicht, wohin damit. Wohin damit? Was bedeutet dieser Ausdruck? Du weißt nicht, wo du etwas hinlegen oder hinstellen sollst. Zum Beispiel, ich habe so viele Bücher. Wohin damit? Zu Hause ist kein Platz mehr. Wohin damit? Ich hatte 4 Tüten Müll und wusste nicht, wohin damit. Und jetzt noch einmal. Ich wusste nicht, wohin damit. Hat mir dann ganz geduldig alles erklärt. Geduldig. Was bedeutet geduldig? Eine geduldige Person bleibt ruhig und nimmt sich Zeit. Zum Beispiel, meine Lehrerin ist sehr geduldig. Danke, dass du so geduldig bist. Sie hat mir alles ganz geduldig erklärt. Und jetzt noch einmal. Hat mir dann ganz geduldig alles erklärt. Man fühlt sich schon viel sicherer. Sich sicher fühlen. Was bedeutet das? Du fühlst dich wohl und hast mehr Selbstvertrauen. Zum Beispiel, am Anfang war ich nervös, aber jetzt fühle ich mich sicher. Nach ein paar Wochen habe ich mich viel sicherer gefühlt. Mit der Sprache fühle ich mich jedes Mal sicherer. Und jetzt noch einmal. Man fühlt sich schon viel sicherer. Ich kannte den Weg zum Kurs auswendig. Auswendig kennen. Was bedeutet das? Du kennst etwas so gut, dass du nicht mehr darüber nachdenken musst. Zum Beispiel, ich kenne den Weg zur Arbeit auswendig. Sie kennt den Text auswendig. Nach ein paar Wochen kannte ich den Weg auswendig. Und jetzt noch einmal. Ich kannte den Weg zum Kurs auswendig. Fragt sich ständig, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat. Die richtige Entscheidung treffen. Was bedeutet das?
Du entscheidest dich für die beste Möglichkeit. Zum Beispiel: Ich hoffe, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Es war keine leichte Entscheidung. Am Ende habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Und jetzt noch einmal: Fragt sich ständig, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat. Schritt für Schritt wird aus einer fremden Stadt ein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Schritt für Schritt. Was bedeutet dieser Ausdruck? Etwas passiert langsam, aber kontinuierlich. Zum Beispiel: Schritt für Schritt wird mein Deutsch besser. Man lernt eine Sprache Schritt für Schritt. Schritt für Schritt fühlt man sich zu Hause. Und jetzt noch einmal: Schritt für Schritt wird aus einer fremden Stadt ein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Natürlich kostet es Überwindung. Überwindung kosten. Was bedeutet das? Etwas ist schwierig und braucht Mut. Zum Beispiel: Es kostet Überwindung, neue Leute anzusprechen. Der erste Schritt kostet oft Überwindung. Deutsch zu sprechen kostet am Anfang Überwindung. Und jetzt noch einmal: Natürlich kostet es Überwindung. Eröffnet es auch ganz neue Möglichkeiten. Möglichkeiten eröffnen. Was bedeutet das? Etwas schafft neue Chancen. Zum Beispiel: Eine neue Sprache eröffnet viele Möglichkeiten. Der Umzug hat mir neue Möglichkeiten eröffnet. Reisen eröffnet neue Perspektiven. Und jetzt noch einmal: Eröffnet es auch ganz neue Möglichkeiten, dass ich mich auf neue Situationen einlassen kann. Sich auf etwas einlassen. Was bedeutet das? Du bist bereit, etwas Neues auszuprobieren oder zu akzeptieren. Zum Beispiel: Ich möchte mich auf diese Herausforderung einlassen. Manchmal muss man sich auf neue Situationen einlassen. Sie hat sich schnell auf das Leben in Deutschland eingelassen. Sich einlassen ist ein reflexives Verb. Und jetzt noch einmal: Dass ich mich auf neue Situationen einlassen kann. Dass ich auch alleine in einer neuen Stadt zurechtkomme. Zurechtkommen. Was bedeutet das? Du kannst eine Situation gut bewältigen. Zum Beispiel: Ich komme allein gut zurecht. Sie kommt mit der neuen Arbeit gut zurecht. Am Anfang war es schwer, aber jetzt komme ich gut zurecht. Zurechtkommen ist ein trennbares Verb. Und jetzt noch einmal: Dass ich auch alleine in einer neuen Stadt zurechtkomme. Oder sogar einen kompletten Neuanfang. Der Neuanfang. Was bedeutet Neuanfang? Du beginnst einen neuen Abschnitt in deinem Leben. Zum Beispiel: Nach dem Studium begann für mich ein Neuanfang. Der Umzug war ein Neuanfang. Manchmal braucht man einfach einen Neuanfang. Und jetzt noch einmal: Oder sogar einen kompletten Neuanfang. Dass du dich zu 100% bereit fühlst. Bereit sein. Was bedeutet das? Du fühlst dich vorbereitet. Zum Beispiel: Ich bin bereit für die Prüfung. Man fühlt sich nie zu 100% bereit. Bist du bereit für den Umzug? Und jetzt noch einmal: Dass du dich zu 100% bereit fühlst. Man wächst erst mit den neuen Erfahrungen. Mit etwas wachsen. Was bedeutet dieser Ausdruck? Du entwickelst dich durch neue Erfahrungen. Zum Beispiel: Man wächst mit seinen Aufgaben. Ich bin an dieser Erfahrung gewachsen. Neue Herausforderungen helfen uns zu wachsen. Und jetzt noch einmal: Man wächst erst mit den neuen Erfahrungen. Natürlich sollte man sich gut vorbereiten. Sich vorbereiten. Was bedeutet das? Du machst etwas, bevor etwas Wichtiges passiert. Zum Beispiel: Ich bereite mich auf die Prüfung vor. Wir müssen uns gut vorbereiten. Sie hat sich lange auf den Umzug vorbereitet. Sich vorbereiten ist ein reflexives Verb. Und jetzt noch einmal: Natürlich sollte man sich gut vorbereiten. Die Lebenshaltungskosten. Die Lebenshaltungskosten. Was bedeutet das? Das sind die Kosten für dein tägliches Leben. Zum Beispiel:
Die Lebenshaltungskosten in München sind hoch. In Berlin sind die Lebenshaltungskosten niedriger als in Zürich. Vor einem Umzug sollte man die Lebenshaltungskosten vergleichen. Und jetzt noch einmal die Lebenshaltungskosten. Jede Unterhaltung macht dich ein kleines Stück sicherer. Die Unterhaltung. Was bedeutet Unterhaltung? Hier bedeutet es ein Gespräch mit einer anderen Person. Zum Beispiel: Jede Unterhaltung hilft dir, dein Deutsch zu verbessern. Ich hatte eine interessante Unterhaltung mit meiner Nachbarin. Durch viele Unterhaltungen wirst du sicherer. Und jetzt noch einmal: Jede Unterhaltung macht dich ein kleines Stück sicherer. Fehler gehören zum Lernen dazu. Zu etwas dazugehören. Was bedeutet das? Etwas ist ein normaler Teil von etwas anderem. Zum Beispiel: Fehler gehören zum Lernen dazu. Pausen gehören zur Arbeit dazu. Stress gehört manchmal zum Alltag dazu. Und jetzt noch einmal: Fehler gehören zum Lernen dazu. Diese Zeit hat mir gezeigt, dass sich ein Neuanfang manchmal mehr lohnt, als man am Anfang denkt. Sich lohnen. Was bedeutet das? Etwas ist die Mühe wert. Zum Beispiel: Das Lernen lohnt sich. Der Umzug hat sich gelohnt. Es lohnt sich, neue Dinge auszuprobieren. Und jetzt noch einmal: Diese Zeit hat mir gezeigt, dass sich ein Neuanfang manchmal mehr lohnt, als man am Anfang denkt. Herzlichen Glückwunsch! Du hast es bis zum Ende geschafft. Und nicht nur das, du hast dir nicht nur die Geschichte angehört, sondern auch die wichtigsten Wörter und Redewendungen aktiv geübt. Das ist eine richtig intensive Art, Deutsch zu lernen. Jetzt habe ich eine kleine Herausforderung für dich. Hör dir diese Geschichte in den nächsten Tagen noch einmal an. Das muss gar nicht heute sein. Speichere dir das Video einfach ab und hör es dir vielleicht später in dieser Woche noch einmal an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du beim zweiten Mal viel mehr verstehen wirst als beim ersten. Genau so macht man Fortschritte. Und jetzt interessiert mich natürlich deine Geschichte. Lebst du schon in Deutschland, Österreich oder der Schweiz? Planst du gerade einen Umzug? Oder träumst du einfach davon, eines Tages dort zu leben? Schreib es mir unten in die Kommentare. Und wenn du möchtest, natürlich auf Deutsch. Danke, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und viel Erfolg beim Deutschlernen.